Lektion 1: Alltagstechnologie. Hallo Anna, fiel es dir jemals schwer, auf Reisen in Verbindung zu bleiben? Hallo John, absolut. Ohne eine zuverlässige Internetverbindung kann es ziemlich schwierig sein. Ich stimme vollkommen zu. Zum Glück macht es Wi-Fi einfacher, überall in Verbindung zu bleiben. Das ist wahr. Wi-Fi ermöglicht uns den Zugriff auf das Internet, ohne Mobile-Daten zu verwenden. Es ist sehr praktisch, besonders wenn wir wichtige E-Mails abrufen oder im Internet surfen müssen. Auf jeden Fall. Es erspart uns die Nutzung unserer Datentarife und hilft uns, produktiv zu bleiben. Und das nicht nur für die Arbeit. Wi-Fi ermöglicht es uns auch, über Videoanrufe mit Freunden und Familie in Kontakt zu treten. Ja, Videoanrufe sind zu einem unverzichtbaren Mittel geworden, um in Kontakt zu bleiben, insbesondere in diesen Zeiten. Absolut. Außerdem erleichtert WLAN das Teilen von Fotos und Videos mit anderen. Es ist großartig, um Erinnerungen und Erlebnisse mit geliebten Menschen zu teilen, auch wenn sie weit weg sind. Exakt. Wi-Fi hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren und in unserem täglichen Leben in Verbindung bleiben, revolutioniert. Das hat es in der Tat. Ich kann mir ein Leben ohne es nicht mehr vorstellen. Ich auch nicht. Wi-Fi ist zu einem festen Bestandteil unserer Alltagstechnologie geworden. Einverstanden. Es hat unser Leben so viel bequemer und vernetzter gemacht. Gut gesagt. Wi-Fi ist wirklich ein Wendepunkt. Absolut. Es hat die Art und Weise, wie wir leben und mit der Welt interagieren, verändert. Ich bin dankbar für die technologischen Fortschritte, die Wi-Fi ermöglicht haben. Ich auch. Es hat unser Leben einfacher und angenehmer gemacht. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns das Potenzial von Wi-Fi nutzen und das Beste daraus machen. Lektion 2: Das Wesentliche im Gedächtnis behalten. Hallo Anna, machst du dir manchmal Sorgen, etwas zurückzulassen, wenn du ausgehst? Hallo John, die ganze Zeit. Es ist ein allgemeines Anliegen. Ich kenne das Gefühl. Ich überprüfe immer meine Taschen, bevor ich das Haus verlasse. Das ist eine gute Angewohnheit. Ich vergesse oft meine Schlüssel und muss zurück. Das passiert den Besten von uns. Ich achte auch darauf, mein Handy und meine Brieftasche zu schnappen. Das gleiche hier. Ohne die kann ich nicht gehen. Und an Regentagen vergesse ich nie meinen Regenschirm. Kluger Schachzug. Das Wetter kann unberechenbar sein. Apropos, bringst du eine Wasserflasche mit? Unbedingt. Es ist wichtig, hydratisiert zu bleiben. Ich habe immer einen in meiner Tasche. Das ist eine tolle Idee. Ich fange auch an, einen zu tragen. Übrigens, was ist mit deinem Ladegerät? Oh ja, ich packe immer mein Ladegerät ein. Ich kann es mir nicht leisten, dass mir die Batterie ausgeht. Das ist klug. Ich verlasse mich bei der Navigation oft auf mein Telefon, daher benötige ich einen aufgeladenen Akku. Ich verstehe. Es ist wichtig, einen Backup-Plan zu haben. Eine andere Sache,
die ich nie vergesse, sind meine Kopfhörer. Guter Punkt. Musik oder Podcasts können das Pendeln angenehmer machen. Das füge ich meiner Checkliste hinzu. Tolle Idee. Es hilft, sich die Zeit zu vertreiben. Oh, und vergiss deine Maske in diesen Zeiten nicht. Absolut, Masken sind ein Muss. Ich habe für alle Fälle einen Ersatz in meiner Tasche. Das wird gerade vorbereitet. Sicherheit sollte immer Priorität haben. Ich stimme zu. Es ist besser, sich an alles zu erinnern und alles zu haben, was wir brauchen, als sich später Sorgen zu machen. Exakt. Organisiert zu sein erspart uns unnötigen Stress. Es ist eine gute Praxis, sich weiterzuentwickeln. Du hast recht. Ich werde daran arbeiten, mein Gedächtnis für das Nötigste zu verbessern. Danke für die Erinnerung. Lektion 3. Unsichere Zeiten. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie unberechenbar die Dinge in letzter Zeit waren? Hallo John, absolut. Es scheint, als ob nichts mehr sicher ist. Ich kenne das Gefühl. Ich mache mir immer Sorgen, etwas zurückzulassen oder etwas zu verpassen. Es ist verständlich. Da sich alles so schnell ändert, ist es schwer, Schritt zu halten. Exakt. Glaubst du, das wird noch lange so bleiben? Ich hoffe es, aber man weiß nie, wie die Dinge gelaufen sind. Das ist wahr. Es ist wichtig, sich anzupassen und auf alles vorbereitet zu sein, was auf uns zukommt. Auf jeden Fall. Flexibilität ist in Zeiten der Unsicherheit der Schlüssel. Ich stimme zu. Wir müssen proaktiv bleiben und Wege finden, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Absolut. Es ist auch wichtig, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wir kontrollieren können. Das ist ein gutes Argument. Anstatt uns über das Unbekannte Gedanken zu machen, sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir tun können. Absolut. Wir können Pläne schmieden, Ziele setzen und darauf hinarbeiten, unabhängig von den Umständen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, eine positive Denkweise aufrechtzuerhalten und Maßnahmen zu ergreifen. Und vergessen wir nicht, wie wichtig es ist, mit geliebten Menschen in Verbindung zu bleiben und sich gegenseitig zu unterstützen. Du hast absolut recht. Ein starkes Unterstützungssystem macht einen großen Unterschied. Das tut es. Wir können uns in unsicheren Zeiten aufeinander verlassen, um uns zu ermutigen und zu beruhigen. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir uns allen Herausforderungen stellen, die sich uns stellen. Absolut. Und denken Sie daran, dass es auch bei Unsicherheit immer Raum für Wachstum und Lernen gibt. Das ist eine hervorragende Perspektive. Wir können diese Zeiten als Gelegenheit nutzen, um zu wachsen und uns zu verbessern. Exakt. Lassen Sie uns das Unbekannte annehmen und das Beste aus der Reise machen. Gut gesagt. Lassen Sie uns der Zukunft mit Optimismus und Widerstandsfähigkeit entgegensehen. Lektion 4. Einkaufspläne. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, mir neue Schuhe und ein Kleid zuzulegen. Was denkst du? Hallo John, das ist eine gute Idee. Ich muss auch einkaufen gehen. Wo hast du vor,
sie zu kaufen. Ich dachte darüber nach, mir die neue Boutique in der Innenstadt anzusehen. Es hat einige trendige Optionen. Oh, ich habe von dem Ort gehört. Es sollte wirklich modische Kleidung haben. Ja, und ich habe einige großartige Bewertungen online gesehen. Ich denke, es ist einen Besuch wert. Auf jeden Fall. Ich suche ein Freizeitkleid, etwas, das ich zu alltäglichen Anlässen tragen kann. Das klingt nach einer guten Wahl. Ich suche bequeme und dennoch stylische Schuhe. Hast du darüber nachgedacht, ins Einkaufszentrum zu gehen? Sie haben normalerweise eine Vielzahl von Schuhgeschäften. Das ist wahr. Das Einkaufszentrum hat möglicherweise mehr Optionen zur Auswahl. Es lohnt sich auszuchecken. Außerdem gibt es im Einkaufszentrum oft Verkäufe und Rabatte. Wir könnten ein paar gute Angebote finden. Das ist ein gutes Argument. Ich bin immer auf der Suche nach einem guten Schnäppchen. Ich auch. Es ist befriedigend, hochwertige Artikel zu einem reduzierten Preis zu finden. Absolut. Und es macht immer Spaß, verschiedene Geschäfte zu erkunden und zu sehen, was sie zu bieten haben. Ich stimme zu. Es ist wie ein kleines Abenteuer auf der Suche nach dem perfekten Outfit. Exakt. Das Anprobieren verschiedener Klamotten und Schuhe kann ziemlich aufregend sein. Es ist auch eine großartige Gelegenheit, unsere Schränke auf den neuesten Stand zu bringen und einige neue Stücke hinzuzufügen. Auf jeden Fall. Es ist schön, einen frischen Look zu haben und sich in dem, was wir tragen, sicher zu fühlen. Absolut. Mode kann eine Form der Selbstdarstellung sein und unser Selbstvertrauen stärken. Das ist wahr. Und wenn wir die perfekten Schuhe und das perfekte Kleid finden, ist das ein so befriedigendes Gefühl. Das ist es wirklich. Es ist, als würde man einen verborgenen Schatz finden, der perfekt passt. Nun, ich freue mich auf unseren Einkaufsbummel. Lass uns ein paar tolle Artikel finden. Ich kann es kaum erwarten. Es wird Spaß machen, zusammen einzukaufen und sich gegenseitig zu helfen, die perfekten Stücke zu finden. Absolut. Machen wir daraus ein unvergessliches Einkaufserlebnis. Lektion 5: Möglichkeiten vorstellen. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie es wäre, in einer anderen Welt zu leben? Hallo John, absolut. Es ist faszinierend, sich verschiedene Möglichkeiten vorzustellen. Ich stimme zu. Eine andere Welt hätte ihre eigenen einzigartigen Landschaften und Kreaturen. Es wäre, als würde man in ein Reich endloser Erkundungen und Abenteuer eintauchen. Exakt. Und in dieser Welt könnten wir Dinge erleben, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Das ist das Schöne daran. Eine andere Welt ermöglicht grenzenlose Kreativität und Innovation. Ich kann mir lebendige Städte mit futuristischer Architektur und fortschrittlicher Technologie vorstellen. Und vielleicht gäbe es schwimmende Inseln oder Unterwasserzivilisationen. Das klingt unglaublich. Wir könnten neue Lebensformen entdecken und atemberaubende Naturphänomene beobachten. Absolut. Eine andere Welt wäre ein Paradies für Künstler und Träumer.
Apropos Kunst, stellen Sie sich die abstrakten Meisterwerke vor, die wir in dieser Welt schaffen könnten. Oh, die Möglichkeiten wären endlos. Abstrakte Kunst lässt Raum für Interpretationen und Emotionen. Es wäre eine Welt, in der die Vorstellungskraft im Mittelpunkt steht und der Selbstdarstellung keine Grenzen gesetzt sind. Exakt. Wir könnten unserer Kreativität freien Lauf lassen und Kunst schaffen, die in den Seelen der Menschen Anklang findet. Und in dieser Welt gäbe es eine tiefe Wertschätzung für Individualität und Vielfalt. Absolut. Unsere Unterschiede würden gefeiert und die Stimme aller würde gehört werden. Es klingt wie eine Utopie, nicht wahr? Eine Welt, in der wir wirklich wir selbst sein können. Das tut es. Aber auch in unserer eigenen Welt können wir uns bemühen, Räume zu schaffen, die Vielfalt und Individualität vereinen. Du hast recht. Durch Akzeptanz und Aufgeschlossenheit können wir ein Stück dieser imaginären Welt in unsere Realität bringen. Auf jeden Fall. Ermutigen wir uns gegenseitig, neue Ideen zu entdecken und unsere einzigartigen Perspektiven zu nutzen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns unsere Welt weiter vorstellen, gestalten und zu einem lebendigeren Ort machen. Absolut. Zusammen können wir eine Welt gestalten, die die Schönheit unserer Träume widerspiegelt. Gut gesagt. Lassen wir uns weiterhin inspirieren und uns von den Möglichkeiten inspirieren lassen, die in uns liegen. In der Tat. Lassen Sie uns in unsere eigenen Versionen einer anderen Welt eintauchen und etwas bewegen. Auf die Kraft der Vorstellungskraft und das unendliche Potenzial in uns. Prost! Lektion 6: Produktive Besprechungen. Hallo Anna, ich dachte, treffen wir uns im Konferenzraum im 3. Stock. Hallo John, das klingt nach einem guten Plan. Es ist ein ruhiger und geräumiger Raum für Diskussionen. Exakt. Es bietet ein professionelles Umfeld und minimiert Ablenkungen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, ein konzentriertes Meeting ohne Unterbrechungen abzuhalten. Absolut. Also, wie lang sollte das Treffen deiner Meinung nach dauern? Ich denke, eine Stunde sollte ausreichen, um die Tagesordnung abzudecken und sinnvolle Diskussionen zu führen. Das klingt vernünftig. Wir können für jedes Thema auf der Tagesordnung genügend Zeit einplanen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, ein strukturiertes Meeting abzuhalten, um die Effizienz zu gewährleisten. Ich stimme voll und ganz zu. Eine klare Agenda und ein klares Zeitmanagement sind der Schlüssel zu produktiven Besprechungen. Es ist auch hilfreich, die Tagesordnung im Voraus zu verteilen, damit sich alle vorbereiten können. Ja, die vorherige Bereitstellung der Agenda ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Gedanken zu sammeln. Exakt. Es hilft uns, konzentriert zu bleiben und stellt sicher, dass alle auf derselben Seite sind. Ich denke auch, dass es wichtig ist, die aktive Teilnahme und offene Diskussionen zu fördern. Ich stimme zu. Jeder sollte sich wohl fühlen, wenn er seine Ideen und Meinungen teilt. Absolut. Verschiedene Perspektiven führen zu besseren Entscheidungen und innovativen Lösungen. Und vergessen wir nicht, Aktionspunkte zuzuweisen und diese nach dem Meeting weiter zu verfolgen.
Das ist entscheidend. Klare Verantwortlichkeiten und Termine helfen uns, effektiv voranzukommen. Es ist auch eine gute Idee, ein Sitzungsprotokoll zu erstellen und es anschließend an die Teilnehmer zu senden. Ja, das Sitzungsprotokoll dient als Referenz und hilft allen, Rechenschaft abzulegen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es stellt sicher, dass wichtige Details und Entscheidungen dokumentiert werden. Lassen Sie uns also eine Stunde lang ein produktives Meeting im Konferenzraum im 3. Stock anstreben. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich auf unsere Diskussionen und Fortschritte. Ebenso. Machen wir das Beste aus unserer Zeit und erreichen wir unsere Ziele. Lektion 7: Vorbereitung des Vorstellungsgesprächs. Hallo Anna, bist du bereit für dein bevorstehendes Vorstellungsgespräch? Hallo John, absolut. Ich habe mich darauf vorbereitet und geübt. Das ist toll zu hören. Haben Sie sich mit häufig gestellten Interviewfragen befasst? Ja, ich habe eine Liste mit Fragen zusammengestellt und meine Antworten geübt. Hervorragend. Es ist wichtig, während eines Interviews gut vorbereitet und selbstbewusst zu sein. Auf jeden Fall. Ich möchte sicherstellen, dass ich meine Fähigkeiten und Qualifikationen effektiv unter Beweis stelle. Das ist die richtige Denkweise. Haben Sie spezielle Fragen, über die Sie sich Sorgen machen? Ja, ich bin mir etwas unsicher, wie ich die Frage "Erzähl mir von dir" beantworten soll. Das ist eine häufige. Es ist eine Gelegenheit, eine kurze Zusammenfassung Ihres Hintergrunds zu geben und relevante Erfahrungen hervorzuheben. Richtig. Ich werde mich auf meine beruflichen Erfolge und Fähigkeiten konzentrieren. Das ist ein guter Ansatz. Denken Sie daran, es kurz und auf die Stelle zuzuschneiden, für die Sie sich bewerben. Das werde ich. Ich möchte einen starken ersten Eindruck hinterlassen und Ihre Aufmerksamkeit erregen. Absolut. Eine weitere häufig gestellte Frage betrifft den Umgang mit Herausforderungen oder Konflikten. Haben Sie eine Antwort darauf vorbereitet? Ja, habe ich. Ich nenne ein konkretes Beispiel, bei dem ich eine berufliche Herausforderung erfolgreich gelöst habe. Das ist perfekt. Interviewer möchten sehen, wie Sie mit schwierigen Situationen umgehen. Ich stimme zu. Es zeigt Fähigkeiten zur Problemlösung und die Fähigkeit, unter Druck gut zu arbeiten. Exakt. Und vergiss nicht, am Ende des Interviews durchdachte Fragen zu stellen. Natürlich. Fragen zur Unternehmenskultur oder zu zukünftigen Möglichkeiten zeugen von echtem Interesse. Auf jeden Fall. Es gibt Ihnen auch die Möglichkeit zu beurteilen, ob das Unternehmen zu Ihnen passt. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte sicherstellen, dass es ein für beide Seiten vorteilhaftes Spiel ist. Absolut. Denk einfach daran, ruhig zu bleiben, guten Augenkontakt zu halten und du selbst zu sein. Danke für den Rat. Ich fühle mich jetzt sicherer in Bezug auf mein Interview. Du bist willkommen. Ich glaube an dich. Viel Glück bei deinem Interview. Ich danke dir. Ich werde mein Bestes geben. Ich schätze Ihre Unterstützung. Ich weiß, dass du es tun wirst.
Du schaffst das. Hau ihnen die Socken vom Leib. Haha, ich gebe alles. Danke nochmal. Ich lasse dich wissen, wie es läuft. Bitte TUS. Ich freue mich, von Ihrem Erfolg zu hören. Du hast meine volle Unterstützung. Danke. Ich werde bald mit dir reden. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Noch einmal viel Glück. Bis bald. Lektion 8: Urlaubspläne. Hallo Anna, ich mache Urlaub mit meiner Familie. Wie steht's mit dir? Hi John, das klingt aufregend. Ich plane auch bald einen Urlaub. Das ist großartig. Wo willst du hingehen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich erwäge ein Strandziel oder vielleicht einen Rückzugsort in den Bergen. Beide Optionen klingen wunderbar. Es hängt davon ab, ob Sie Entspannung oder Abenteuer bevorzugen. Exakt. Ich liebe den Strand für seine Ruhe und die Berge für ihre atemberaubende Aussicht. Ich stimme zu. Der Strand eignet sich perfekt zum Sonnenbaden und Schwimmen, während die Berge zum Wandern und Erkunden einladen. Das ist wahr. Es ist wichtig, ein Reiseziel zu wählen, das Ihren Interessen und Vorlieben entspricht. Absolut. Wie lange hast du vor, in den Urlaub zu fahren? Ich denke darüber nach, mir eine Woche frei zu nehmen, um es in vollen Zügen zu genießen und zu entspannen. Das klingt nach einem guten Plan. Es gibt Ihnen genug Zeit, um neue Energie zu tanken und bleibende Erinnerungen zu sammeln. Ja, es ist wichtig, Pausen einzulegen und Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen. Apropos geliebte Menschen, gehst du mit Familie oder Freunden? Ich gehe mit meiner Familie. Es ist eine großartige Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Familienurlaube sind immer etwas Besonderes. Es ist eine Zeit, um Beziehungen zu stärken und Spaß zu haben. Auf jeden Fall. Es ist eine Gelegenheit, sich von der Arbeit und dem Tagesablauf zu trennen. Absolut. Urlaub ermöglicht es uns, uns zu verjüngen und erfrischt zurückzukommen. Und wie steht's mit dir? Mit wem fährst du in den Urlaub? Ich gehe mit meiner engsten Familie, meinem Ehepartner und unseren Kindern. Es wird eine unvergessliche Zeit für uns alle sein. Das klingt wunderbar. Ich bin sicher, Ihre Kinder werden eine tolle Zeit haben. Das hoffe ich. Es ist von unschätzbarem Wert, mit ihnen schöne Erinnerungen zu schaffen. In der Tat. Nun, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen fantastischen Urlaub voller Freude und Entspannung. Ich danke dir. Ebenso hoffe ich, dass Ihr Urlaub alles ist, was Sie sich erhoffen und mehr. Ich danke dir. Genießen wir unseren jeweiligen Urlaub und kehren wir mit neuer Energie zurück. Absolut. Auf unvergessliche Abenteuer und wohlverdiente Pausen. Lektion 9: Mode und Stil. Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, deine Garderobe zu aktualisieren? Hallo John, absolut.
Ich möchte meiner Sammlung einige trendige Stücke hinzufügen. Das ist eine tolle Idee. Mode ist eine fantastische Art, sich auszudrücken. Auf jeden Fall. Ich möchte mich in dem, was ich trage, selbstbewusst und stilvoll fühlen. Das verstehe ich vollkommen. An welche Art von Kleidung denkst du? Ich denke darüber nach, mir ein paar Statement-Tops und modische Jeans zuzulegen. Gute Entscheidungen. Statement-Tops können ihren Outfits einen Hauch von Farbe oder interessante Muster verleihen. Ja, sie können einen schlichten Look sofort aufwerten. Und trendige Jeans lassen sich für verschiedene Anlässe vielseitig einsetzen. Absolut. Es ist wichtig, Kleidungsstücke zu haben, die schick oder leise angezogen werden können. Ich möchte auch in einen klassischen Blazer investieren. Es ist ein zeitloses Stück, das jedes Outfit poliert aussehen lassen kann. Das ist eine kluge Investition. Ein Blazer kann sowohl zu formellen als auch zu ungezwungenen Anlässen getragen werden. Exakt. Es ist vielseitig und kann mit Kleidern, Röcken oder sogar Jeans kombiniert werden. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihrer Garderobe Accessoires hinzuzufügen? Ja, ich suche eine Statement-Halskette und eine trendige Sonnenbrille. Accessoires können wirklich einen Unterschied machen, wenn es darum geht, einen Look zu vervollständigen. Sie verleihen dem Ganzen das gewisse Etwas. Ja, sie können ein Outfit sofort interessanter und stilvoller machen. Absolut. Es geht darum, Stücke zu finden, die Ihren persönlichen Stil widerspiegeln. Auf jeden Fall. Ich möchte eine Garderobe kreieren, die repräsentiert, wer ich bin. Das ist der Schlüssel. Mode sollte eine Erweiterung deiner Persönlichkeit sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, sich in dem, was sie tragen, wohl und selbstbewusst zu fühlen. Und denk dran, Trends kommen und gehen, also ist es wichtig, Stücke auszuwählen, die du wirklich liebst. Das ist ein gutes Argument. Qualität und persönliche Vorlieben sollten immer an erster Stelle stehen. Exakt. Bei Mode geht es darum, sich auszudrücken und sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. Danke für den Rat. Ich freue mich darauf, neue Modi-Optionen zu erkunden. Du bist willkommen. Viel Spaß beim Entdecken deines einzigartigen Stils. Genieße den Prozess. Danke. Ich werde sicherstellen, dass ich Stücke auswähle, bei denen ich mich großartig fühle. Ich schätze Ihre Unterstützung. Du schaffst das. Rocke deine neue Garderobe mit Zuversicht. Viel Glück. Lektion 10: Fashion Forward. Hallo Anna, warst du in letzter Zeit einkaufen? Ich denke darüber nach, meine Garderobe zu aktualisieren. Hallo John, das ist eine tolle Idee. Ich liebe es auch, neue Klamotten einzukaufen. Ich möchte meiner Sammlung einige trendige Stücke hinzufügen. Irgendwelche Vorschläge? Unbedingt. Wie wäre es mit Statementjacken oder stylischen Sneakers? Die klingen interessant. Ich könnte eine neue Jacke und ein paar coole Sneaker gebrauchen. Das ist verständlich. Modetrends ändern sich und es macht Spaß, mit ihnen Schritt zu halten.
Auf jeden Fall. Ich möchte mich in meinen Outfits selbstbewusst und stilvoll fühlen. Haben Sie darüber nachgedacht, mit verschiedenen Farben oder Mustern zu experimentieren? Normalerweise bleibe ich bei neutralen Farben, aber ich bin offen dafür, etwas Neues auszuprobieren. Das ist großartig. Wenn Sie einen Farbtupfer oder ein mutiges Muster hinzufügen, können Sie Ihren Look wirklich verbessern. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Manchmal tut es gut, meine Komfortzone zu verlassen. Absolut. Bei Mode geht es darum, sich auszudrücken und Spaß damit zu haben. Ich stimme zu. Haben Sie Lieblingsgeschäfte oder Marken, die Sie empfehlen? Das hängt von Ihrem Budget und Ihrem persönlichen Stil ab. Einige erschwingliche Optionen sind Zara und H&M, während zu den High-End-Marken Gucci und Prada gehören. Ich werde sie mir ansehen. Es ist gut, eine Reihe von Optionen zur Auswahl zu haben. Auf jeden Fall. Und vergiss das Online-Shopping nicht. Es gibt so viele tolle Angebote und Unikate. Du hast recht. Online-Shopping bietet Komfort und eine größere Auswahl. Exakt. Denken Sie daran, vor dem Kauf die Größentabellen zu überprüfen und die Bewertungen zu lesen. Danke für den Rat. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Nachforschungen anstelle, bevor ich etwas kaufe. Kein Problem. Es ist immer gut, ein informierter Käufer zu sein. Übrigens, hast du irgendwelche speziellen modischen Änderungen, die du vorschlagen möchtest? Ich denke, es wäre großartig, wenn nachhaltigere und ethischere Modeoptionen verfügbar wären. Das ist ein fantastischer Vorschlag. Mode sollte die Umwelt und die Rechte der Arbeitnehmer berücksichtigen. Absolut. Die Unterstützung von Marken, die Nachhaltigkeit priorisieren, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, bewusste Entscheidungen zu treffen, wenn es um Mode geht. Gut gesagt. Gemeinsam können wir die Modeindustrie positiv beeinflussen. In der Tat. Lassen Sie uns unseren Teil dazu beitragen und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Das klingt nach einem Plan. Auf eine modische und nachhaltige Zukunft. Prost darauf. Lassen Sie uns durch unsere Modeauswahl einen Unterschied machen. Absolut. Mode mit einem Zweck. Nun, es war toll, mit dir über Mode zu sprechen. Danke für die Ideen und Einblicke. Lektion 11: Vertrauen aufbauen. Hallo Anna, Kommunikation ist der Schlüssel in jeder Beziehung. Ehrlich und offen zu sein ist wichtig. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Vertrauen basiert auf Transparenz und offenem Dialog. Das ist verständlich. Manchmal machen Menschen jedoch Fehler und brechen unser Vertrauen. Stimmt. Vertrauen wieder aufzubauen kann eine Herausforderung sein, aber es ist nicht unmöglich. Es erfordert Anstrengungen von beiden Seiten. Auf jeden Fall. Wenn jemand dein Vertrauen missbraucht, ist es wichtig, das Problem anzusprechen und auszudrücken, wie du dich fühlst. Ja, es ist wichtig, ein ehrliches Gespräch darüber zu führen, was passiert ist und wie es sie beeinflusst hat.
Richtig. Indem Sie die Situation besprechen, geben Sie der anderen Person die Möglichkeit, die Auswirkungen Ihres Handelns zu verstehen. Und es ermöglicht ihnen auch, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen und Wiedergutmachung zu leisten. Exakt. Der Wiederaufbau des Vertrauens erfordert konsistente Maßnahmen, die Zuverlässigkeit und Integrität unter Beweis stellen. Das ist richtig. Es braucht Zeit, um das Vertrauen wiederzugewinnen, und es ist wichtig, während des gesamten Prozesses geduldig zu sein. Geduld und Verständnis sind entscheidend. Es ist wichtig, der anderen Person die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen. Es ist jedoch auch wichtig, Grenzen zu setzen und ihre Erwartungen für die Zukunft zu kommunizieren. Absolut. Die Festlegung klarer Grenzen hilft dabei, Vertrauen wiederherzustellen und zukünftige Missverständnisse zu vermeiden. Vertrauen ist eine Einbahnstraße. Es geht nicht nur um die Person, die ihr Vertrauen gebrochen hat, sondern auch um ihre Bereitschaft, zu vergeben und ihr eine weitere Chance zu geben. Vergebung ist eine persönliche Entscheidung. Es ist wichtig zu beurteilen, ob die Person wirklich reuig ist und sich für Veränderungen einsetzt. Einverstanden. Vertrauen kann wieder aufgebaut werden, aber das erfordert Anstrengung, Engagement und konsequentes Handeln von beiden Seiten. Vertrauen ist fragil, aber mit Zeit und aufrichtiger Anstrengung kann es wiederhergestellt und sogar gestärkt werden. Das ist wahr. Der Wiederaufbau von Vertrauen kann eine transformative Erfahrung sein, die die Bindung zwischen Individuen vertieft. Absolut. Es lohnt sich, in jeder Beziehung eine Vertrauensbasis zu schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Vertrauen bildet die Grundlage für eine gesunde und erfüllende Verbindung. Gut gesagt. Denken wir daran, dass offene Kommunikation und Ehrlichkeit entscheidend für die Aufrechterhaltung des Vertrauens sind. Auf jeden Fall. Bemühen wir uns, Vertrauen in unsere Beziehungen zu pflegen und selbst vertrauenswürdig zu sein. Kluge Worte. Lassen Sie uns weiterhin starke und vertrauensvolle Verbindungen zu unseren Mitmenschen aufbauen. Absolut. Vertrauen ist ein wertvolles Gut, das unser Leben bereichert und uns näher zusammenbringt. Nun, danke für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich schätze Ihre Gedanken zum Thema Vertrauen. Lektion 12: Ernährungspräferenzen. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, dich vegetarisch zu ernähren? Hallo John. Ja, ich habe darüber nachgedacht. Vegetarische Optionen scheinen sehr ansprechend zu sein. Das ist verständlich. Viele Menschen entscheiden sich aus verschiedenen Gründen für einen vegetarischen Lebensstil. Ja, ich habe gehört, dass es nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Umwelt zuträglich ist. Absolut. Die Reduzierung des Fleischkonsums kann sich positiv auf unseren Planeten auswirken. Ich stimme zu. Es ist großartig für diejenigen, die diesen Weg wählen, separate vegetarische Optionen zur Verfügung zu haben. Auf jeden Fall. Es stellt sicher, dass alle Ernährungspräferenzen berücksichtigt werden. Ich habe schon einige vegetarische Gerichte probiert, und sie können sehr lecker und nahrhaft sein. Das ist wahr. Die vegetarische Küche bietet eine große Auswahl an Aromen und Zutaten, die es zu entdecken gilt.
Mir ist aufgefallen, dass vegetarische Gerichte oft eine Vielzahl von Gemüse, Hülsenfrüchten und Getreide enthalten. Ja, pflanzliche Proteine wie Tofu, Tempeh und Bohnen werden häufig als Ersatz für Fleisch verwendet. Es ist faszinierend, wie kreativ Köche bei der Zubereitung vegetarischer Gerichte sein können. Absolut. Sie können einfache Zutaten in geschmackvolle und sättigende Gerichte verwandeln. Ich denke, vegetarische Optionen tragen auch dazu bei, die Inklusivität bei gesellschaftlichen Zusammenkünften zu fördern. Du hast recht. Es stellt sicher, dass jeder etwas Passendes zum Essen findet und sich einbezogen fühlt. Ich schätze es, wenn Restaurants und Caterer vegetarische Gerichte auf ihren Menüs anbieten. Es zeigt, dass sie Vielfalt schätzen und auf die Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Kunden eingehen. Was hältst du von Vegetarismus? Hast du jemals darüber nachgedacht? Persönlich habe ich mich nicht vollständig vegetarisch ernährt, aber ich genieße es, fleischlose Mahlzeiten in meine Routine aufzunehmen. Das ist ein großartiger Ansatz. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das für sie funktioniert. Exakt. Es ist wichtig, die Ernährungsgewohnheiten des anderen zu respektieren und zu unterstützen. Einverstanden. Aufgeschlossenheit und Verständnis können ein positives und inklusives Umfeld fördern. Absolut. Es ist wichtig, solche Gespräche zu führen, um voneinander zu lernen. Ich freue mich, dass wir dieses Thema diskutieren. Es hilft, unser Wissen und unsere Perspektiven zu erweitern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Durch diese Gespräche wachsen und erweitern wir unser Verständnis. Danke, dass du deine Gedanken geteilt hast. Es war eine zum Nachdenken anregende Diskussion. Du bist willkommen. Ich schätze Ihre Offenheit für unterschiedliche Sichtweisen. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Lektion 13. Groove und Move. Hallo Anna, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir eine Mini-Party mit etwas Musik organisieren? Hallo John. Das klingt nach einem lustigen Plan. Ich bin bereit dafür. Welche Art von Musik schlägst du vor? Lass uns mit einer Mischung aus optimistischen Songs beginnen, um die Energie hochzuhalten. Wie wäre es mit ein paar Pop- und Dance-Tracks? Eine hervorragende Wahl. Es wird eine wundervolle Zeit mit toller Musik und guter Gesellschaft. Unbedingt. Wir können eine Playlist mit allen Lieblingssongs erstellen. Auf diese Weise kann jeder die Musik genießen. Das ist eine tolle Idee. Wir sollten auch in Betracht ziehen, eine Vielzahl von Genres zu haben, um unterschiedlichen Geschmäckern gerecht zu werden. Du hast recht. Wir können etwas Rock, Hip-Hop und vielleicht sogar etwas lateinamerikanische Musik hinzufügen, um die Dinge aufzupeppen. Ich liebe die Vielfalt der Genres. Es wird die Party für alle angenehmer machen. Exakt. Musik hat die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und eine lebendige Atmosphäre zu schaffen. Das tut es auf jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, dass alle tanzen und eine tolle Zeit haben. Wir können auch einige bunte Lichter und Dekorationen aufstellen, um ein festliches Ambiente zu schaffen. Das ist eine fantastische Idee.
Es wird das Partyerlebnis verbessern und es unvergesslicher machen. Und wie wäre es, eine kleine Tanzfläche zu arrangieren? Wir können einen Mini-Dance-Off veranstalten oder einfach nur Freestyle machen. Oh, ich liebe das. Es ist eine großartige Gelegenheit für alle, ihre Moves zu zeigen und sich freundschaftlich zu messen. Unbedingt. Es wird eine Gelegenheit für alle sein, loszulassen und eine tolle Zeit zu haben. Wir können sogar einige Snacks und Getränke anbieten, die jeder während der Party genießen kann. Das ist ein Muss. Wir können ein Mini-Buffet mit Fingerfood und erfrischenden Getränken einrichten. Ich werde dafür sorgen, dass ich ein paar leckere Leckereien mitbringe. Es ist wichtig, dass unsere Gäste gut ernährt und hydratisiert sind. Ich danke dir. Ihre Beiträge werden die Party noch unterhaltsamer machen. Du bist willkommen. Ich freue mich auf diese Mini-Party. Es wird ein unvergessliches Ereignis werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Kombination aus guter Musik, toller Gesellschaft und unterhaltsamen Aktivitäten garantiert eine fantastische Zeit. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Lassen Sie uns mit der Planung beginnen und diese Party zu einem Erfolg machen. Absolut. Ich werde unsere Freunde kontaktieren und sie über die bevorstehende Veranstaltung informieren. Lektion 14: Styling-Tipps. Hallo Anna, hast du schon einmal Darkwash Jeans probiert? Sie sind immer eine gute Wahl. Hallo John. Ja, ich liebe Darkwash Jeans. Sie sind vielseitig und machen schlank. Absolut. Jeans mit dunkler Waschung können zu verschiedenen Anlässen schick oder lässig angezogen werden. Sie eignen sich perfekt, um sowohl lässige als auch raffiniertere Looks zu kreieren. Das ist richtig. Sie können sie mit einem T-Shirt für eine entspannte Atmosphäre kombinieren oder sie für eine formellere Veranstaltung mit einem Blazer verkleiden. Jeans mit dunkler Waschung neigen auch dazu, nachsichtiger zu sein, wenn es darum geht, Flecken oder Unvollkommenheiten zu verbergen. Ja, die dunklere Farbe hilft, kleinere Mängel zu kaschieren, was sie zu einer praktischen Wahl macht. Sie sind auch ein fester Bestandteil der Garderobe vieler Menschen, weil sie zeitlos sind und nie aus der Mode kommen. Auf jeden Fall. In eine gute Jeans mit dunkler Waschung zu investieren, ist immer eine kluge Entscheidung. Und sie lassen sich leicht mit verschiedenen Oberteilen und Schuhen kombinieren, was endlose Outfit-Möglichkeiten bietet. Sie können sie mit Sneakers für einen lässigen Look kombinieren oder sie mit Absätzen für einen Abend verkleiden. Jeans in dunkler Waschung sind eine vielseitige Grundlage für jedes Outfit, egal ob für eine Mini-Party oder ein ungezwungenes Treffen. Absolut. Sie können sogar einige Accessoires wie einen auffälligen Gürtel oder Schmuck hinzufügen, um Ihren Look zu verbessern. Es wird eine wundervolle Zeit sein, mit verschiedenen Stilen zu experimentieren und einzigartige Outfits zu kreieren. In der Tat geht es bei Mode darum, Ihre Individualität auszudrücken und Spaß an Ihrer Garderobe zu haben. Das ist wahr. Es ist aufregend, neue Möglichkeiten zu entdecken, Darkwash Jeans zu stylen und sie zu deinen eigenen zu machen. Und vergessen Sie nicht, wie wichtig es ist, die richtige Passform zu finden. Richtig sitzende Jeans können Ihre Figur verbessern und Ihr Selbstvertrauen stärken. Absolut. Jede Körperform ist anders, daher ist es für einen schmeichelhaften Look unerlässlich, die richtige Passform zu finden.
Es ist immer eine gute Idee, verschiedene Marken und Stile anzuprobieren, um die zu finden, die am besten zu Ihnen passt. Und scheuen Sie sich nicht, sich von einem Stilisten oder sachkundigen Freunden beraten zu lassen, um Empfehlungen zu erhalten. Das ist ein toller Tipp. Wenn Sie sich von anderen inspirieren lassen, können Sie neue Stile entdecken und Ihren Modehorizont erweitern. Auf jeden Fall. Mode ist eine sich ständig weiterentwickelnde Welt, und es gibt immer etwas Neues zu lernen und zu entdecken. Gut gesagt. Lassen Sie uns unseren persönlichen Stil annehmen und Spaß beim Experimentieren mit Darkwash Jeans haben. Absolut. Mode ist eine aufregende Reise. Lasst uns jeden Schritt davon genießen. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich habe viel über das Stylen von Jeans mit dunkler Waschung gelernt. Lektion 15: Sicherheitsmaßnahmen. Hallo Anna, hast du schon einmal versucht, auf unser Schließfach in der Bank zuzugreifen? Hallo John, ja, ich war vor kurzem dort, aber Sie sagten, es ist nur während der Geschäftszeiten zugänglich. Das ist verständlich. Sie haben strenge Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um unser Hab und Gut zu schützen. Ich schätze Ihr Engagement für die Sicherheit unserer Wertsachen. Absolut. Es ist wichtig, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, insbesondere wenn es um wichtige Dokumente und Besitztümer geht. Ich stimme zu. Es gibt uns die Gewissheit, dass unsere Artikel gut geschützt sind. Auf jeden Fall. Ich möchte nicht, dass jemand unbefugt auf unser Schließfach zugreift. Nein, aus Sicherheitsgründen ist ein kontrollierter Zugang zu solchen sensiblen Bereichen unerlässlich. Ich freue mich, dass Sie der Sicherheit Vorrang vor der Bequemlichkeit einräumen. Es zeigt Ihr Engagement für die Sicherheit der Kunden. Absolut. Es ist die Unannehmlichkeit wert, wenn es bedeutet, dass unser Hab und Gut sicher ist. Ich denke, es ist auch eine gute Idee, die Gegenstände, die wir im Safe aufbewahren, aufzuzeichnen. Das ist ein kluger Vorschlag. Es hilft uns, den Überblick darüber zu behalten, was wir haben, und bietet eine zusätzliche Schutzschicht. Exakt. Es ist wichtig zu wissen, was drin ist, und das Inventar regelmäßig zu aktualisieren. Ich habe gehört, dass manche Leute sogar digitale Kopien wichtiger Dokumente in ihren Schließfächern aufbewahren. Das ist eine clevere Methode, um sicherzustellen, dass wir, selbst wenn etwas mit den Originalen passiert, immer noch Backups haben. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein und Vorkehrungen zu treffen, um unsere wertvollen Informationen zu schützen. Auf jeden Fall. Wir sollten niemals unterschätzen, wie wichtig es ist, unsere persönlichen Gegenstände und Daten zu schützen. Einverstanden. Vorsicht ist besser als Nachsicht, wenn es um Sicherheitsfragen geht. Ich bin dankbar für die Maßnahmen, die die Bank ergriffen hat, um unser Schließfach zu schützen. Ich auch. Es gibt uns die Gewissheit, dass unser Hab und Gut in guten Händen ist. Absolut. Lassen Sie uns weiterhin der Sicherheit in allen Bereichen unseres Lebens Priorität einräumen. Lektion 16: Abholung der Wäsche. Hallo Anna, ich habe vorhin meine Kleidung im Waschsalon abgegeben. Übrigens, wann kann ich damit rechnen, dass meine Kleidung fertig ist? Hallo.
Normalerweise dauert es etwa 24 bis 48 Stunden, bis die Wäsche fertig ist. Haben Sie dir eine Abholzeit gegeben? Ja, sie sagten, es wäre morgen Nachmittag abholbereit. Ich freue mich darauf, meine sauberen Klamotten zurückzuhaben. Das ist großartig. Es ist immer befriedigend, frische, saubere Kleidung zum Anziehen zu haben. Definitiv. Es fühlt sich gut an, Kleidung anzuziehen, die gut riecht und knackig aussieht. Haben Sie übrigens spezielle Anweisungen für den Wäschereiservice? Ja, ich habe sie gebeten, ein mildes Reinigungsmittel für meine empfindlichen Gegenstände zu verwenden und die Farben von den weißen zu trennen. Das ist eine gute Idee. Es hilft, Farbblutungen oder Schäden an Ihrer Kleidung zu verhindern. Exakt. Ich möchte sicherstellen, dass meine Kleidung in gutem Zustand bleibt. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Ihre Wäsche zu Hause zu waschen, anstatt einen Waschsalon zu benutzen? Ich habe darüber nachgedacht, aber ich habe keine Waschmaschine zu Hause. Außerdem kann es zeitaufwendig sein, alles alleine zu machen. Ich verstehe. Die Benutzung eines Waschsalons ist praktisch, besonders wenn Sie viele Kleidungsstücke zu waschen haben. Ja, das spart mir Zeit und Mühe. Ich kann meine Kleidung abgeben und mich auf andere Dinge konzentrieren, während sie gereinigt werden. Das ist wahr. Es ist eine praktische Wahl, besonders für vielbeschäftigte Personen. Absolut. Es ist eine lästige Pflicht weniger, um die man sich Sorgen machen muss. Übrigens, hatten Sie jemals Probleme mit Ihrer Wäsche im Waschsalon? Nicht wirklich. Sie waren immer zuverlässig und haben mit meinen Klamotten gute Arbeit geleistet. Das ist gut zu hören. Es ist wichtig, einen vertrauenswürdigen und zuverlässigen Wäschereiservice zu finden. Auf jeden Fall. Ich gehe jetzt schon eine Weile in denselben Waschsalon und sie haben immer exzellenten Service geboten. Das ist großartig. Es ist beruhigend zu wissen, dass Ihre Kleidung in guten Händen ist. Ja, das gibt mir Seelenfrieden. Ich kann darauf vertrauen, dass sie sich um meine Wäsche kümmern.